In diesem Video heute machen wir einen Beutel für Ballettschuhe bzw. Spitzenschuhe. Dafür habe ich hier eine Spitze genommen, die sehr schön rosa ist, aber auch, es ist halt Spitze, atmungsdurchlässig ist, sodass der Schuh auch atmen kann und nicht irgendwie dann total müffelt. Genau, da habe ich mir ein Stück Stoff genommen, wenn es einmal gefaltet ist, dass es 30 cm lang ist und 20 cm breit. Das werden wir später einmal an den offenen Kanten zusammennähen, außer oben, weil da kommt noch so ein Bund rein, in den ich Ösen reinmache, damit man das Ganze auch verschließen kann. So. Also das hier ist der richtige Bund, der erste war ein falscher Bund. Genau, da falte ich mir das hier so extra ein bisschen dicker, damit das Ganze auch ein bisschen strapazierfähiger ist. Und dann kommt das später hier ungefähr so rein. Aber damit man auch einen Bund durchziehen muss, brauchen wir erstmal Ösen. Wenn ihr das macht, probiert es erstmal an einem Teststück, damit ihr euch euer gebügeltes, gefaltetes, abgeschnittenes Teil nicht kaputt macht. So, ich habe sie jetzt endlich nach einem Jahrzehnt drin. Und dann nähe ich diese Schlaufe sozusagen einmal zusammen, weil sonst könnt ihr gar kein Band durchziehen, weil sonst habt ihr ja rechts und links zugenäht. Das war mein erstes Problem. So, das nähe ich jetzt zu. Und danach, wenn wir das gemacht haben, geht es auch schon weiter. So, jetzt könnt ihr das hier umklappen und habt wirklich wie so einen Bund vom Arm oder von der Hose? Vielleicht bei Kinderhosen. Wie von so einem Ärmel hier. Und in den kommt jetzt unser Sack rein. Den müssen wir noch zusammennähen. Da habe ich eine doppelte Naht genommen. Also ich habe zweimal genäht, damit eben wegen der Spitze und wenn da irgendwo zufällig ein Loch ist und die Nadel sozusagen ins Nichts trifft, wirklich alles zu ist. Deswegen habe ich das Ganze hier zweimal gemacht. Ich glaube, beides mal mit einem Gradstrich. Warum sage ich immer Gradstrich, obwohl es ein Gradstich ist? Ich glaube, ich habe hier so einen Stich im Kopf. Nein. Okay, wenn das fertig ist, drehen wir das Ganze um. Natürlich machen wir das oder nähen das Ganze auf rechts zusammen, damit wir gleich die schöne Seite außen haben. Jetzt fummeln wir hier einmal das Ganze rein und ich gebe euch den Tipp, wenn ihr Spitze benutzt, fummelt es ein bisschen mehr rein, weil ich hatte später ein kleines Loch. Genau, dann habe ich das Ganze abgesteckt und einmal hier im Kreis genäht. Und hier seht ihr einmal mein Problem. Hier war ein kleines Loch, das wollte ich nicht so lassen. Deswegen habe ich an der Stelle die Naht nochmal aufgemacht und nochmal neu zugenäht. Dann habe ich mit einer nicht Sicherheitsnadel, die hatte ich leider nicht gerade, sondern mit einer Büroklammer mir hier einen Faden durchgefädelt, damit man das Ganze wie so ein Turnbeutel auf und zu machen kann. Und die Enden davon habe ich dann mit einem Feuerzeug einmal verschweißt, damit sich das nicht aufraffelt und damit das Ganze auch personalisiert ist und nicht geklaut wird, habe ich hier noch ein paar Initialien reingemacht. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Zum Test, ob es wirklich auch passt, weil, ich hatte jetzt gerade nicht die Ballettschuhe hier bei mir, habe ich mir Schuhe genommen in einer ähnlichen Größe und Form, die einmal reingetan und siehe da, es funktioniert. Also wenn ihr das nachmachen wollt, viel Spaß dabei.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo meines Kanals.